Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und auch für die gute Einführung. Die Diskrepanz KI, Computer und Philosophie, die wird oft empfunden und oft thematisiert. Ich will heute versuchen, Ihnen ein bisschen beizubringen, nahezubringen, dass das keine große Diskrepanz ist und dass es vor allen Dingen auch keine sein sollte. Dass es in unser aller Interesse ist, auch philosophisch und ethisch an diese Sache heranzugehen. Wir beschäftigen uns intensiv in jüngerer Zeit jetzt mit KI, also öffentlichkeitswirksam seit ChatGPT im Jahr 2022 vorgestellt wurde, und seitdem ist fast täglich und anscheinend fast überall die Rede von künstlicher Intelligenz, von KI oder Englisch AI, Artificial Intelligence. Dabei wechseln sich die Nachrichten ab. Mal ist von neuen Erfolgen, von Hoffnung, ja von Begeisterung die Rede, dann wieder kommen Sorgen und Ängste zur Sprache. Fehler und Probleme der KI werden thematisiert. KI kann einerseits zu Fortschritten, zum Beispiel in der Medizin, beitragen und zu Verbesserungen und Kostenersparnis in Wirtschaft und Verwaltung. KI führt aber auch zu Diskussionen über die Zukunft der Arbeit, über Privatsphäre und zu Selbstbestimmung gegenüber der KI. Neben diesen großen Fragen gibt es noch vermeintlich kleine Fragen, auf die ich am Ende dieses Vortrags etwas näher eingehen möchte und die sich als genauso bedeutungsvoll herausstellen werden. Es geht um alte Fragen, da sind wir beim Thema, die wieder brennend aktuell werden. Fragen dazu, wie wir uns selbst und die Welt wahrnehmen und wie wir unser Leben gestalten. Fragen nach der Art und Dynamik unserer Beziehungen und nach den förderlichen Bedingungen für unsere Gefühle. Dies sind entscheidende Fragen, wenn wir die Rolle von KI für uns bestimmen wollen. Ich werde in diesem Vortrag keine abschließenden Antworten liefern. Meine Botschaft ist stattdessen, dass wir uns sowohl mit KI als auch mit den genannten Fragen beschäftigen müssen, dass wir Gedanken und Erfahrungen sammeln müssen, dass wir auch gesellschaftlich diskutieren müssen, und zwar jetzt, um eine Position zu finden und zu definieren. Das mag sehr vage klingen. Was die gesellschaftliche Diskussion angeht, so werden wir, ob willig oder unwillig, nicht daran vorbeikommen. Was das Inhaltliche angeht, so wird uns das alles nicht ganz unvertraut vorkommen, wenn wir uns schon mal mit Philosophie beschäftigt haben. Die positive Nachricht ist, dass wir einen Schatz an philosophischen Theorien haben, die zu den Fragen, was der Mensch ist und was ein gutes Leben ausmacht, viel zu sagen haben. Und auch in anderen Bereichen, zum Beispiel der Literatur, der Psychologie und der Kulturgeschichte, finden wir vieles dazu, was diesbezüglich wichtig ist. Wenn Sie skeptisch sind, dass dies etwas zur Beantwortung der Frage, wie wir mit KI umgehen wollen, beitragen kann, so würde ich darauf hinweisen, dass die Beschäftigung, die ich vorschlage, so ziemlich das gleiche Recherchevorhaben oder KI-Training darstellt, das eine KI oder ein KI-Unternehmen vornehmen würde, um interessante oder gut überlegte Informationen zu diesem Thema zu finden, um daraus Antworten zu diesen Fragen aufzubauen. Was ist KI? Zur Frage, was Intelligenz ist und was künstliche Intelligenz ist, gibt es eine jahrzehntelange Fachdiskussion. Ich werde aus pragmatischen Gründen darauf nicht eingehen und möchte kurz zeigen, warum. Ein Grund dafür ist, dass es keinen Konsens in dieser Frage gibt, was künstliche Intelligenz ist. Ein zweiter Grund, und der wohl entscheidende, ist, dass für viele praktische Fragen, die uns im Zusammenhang mit KI beschäftigen, die Frage dieser Definition unerheblich ist. In den meisten Diskussionen und Anwendungen konkret mit KI widmet man sich pragmatisch direkt einfach dem in Frage stehenden konkreten Problem. Die Diskussion, was
Intelligenz ist, findet da gar nicht statt. Die findet sozusagen auf den großen Bühnen statt oder in den Feuilletons oder in den Marketing-Veröffentlichungen der großen KI-Unternehmen, aber nicht, was die konkrete Anwendung angeht. Aus einem aktuellen Buch zweier KI-Experten habe ich Ihnen diesen Satz hier mitgebracht, die sagen, es gibt keinen Konsens darüber, was KI ist. Ob eine Anwendung als KI bezeichnet wird, ist stark beeinflusst vom historischen Gebrauch, Marketing und anderen Faktoren. Also es sind Entwickler, Professoren für KI, die sozusagen zu dem Begriff eine etwas lockere und distanzierte Haltung haben. Marketing ist definitiv eine distanzierende Bezeichnung, wenn Sie davon reden, dass das möglicherweise ein Marketingbegriff ist. Zur Veranschaulichung, was die Autoren sagen, es gibt Software-Computer-Funktionen, die wurden vor 10, vor 15 Jahren als künstliche Intelligenz bezeichnet und heute redet kein Mensch mehr davon und bezeichnet diese als künstliche Intelligenz. Ein bekanntes Beispiel, das Ihnen vielleicht vertraut ist, ist die Autovervollständigung beim Tippen auf dem Handy. Das wurde ursprünglich mal als künstliche Intelligenz bezeichnet. Das ist heute so geläufig, so selbstverständlich, das ist nicht mehr attraktiv genug, um es künstliche Intelligenz zu nennen. Also das wandert so ein bisschen, was man als künstliche Intelligenz bezeichnet. Ich gebe Ihnen jetzt eine Definition aus der KI-Verordnung der Europäischen Union. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Für die Praxis von Unternehmen, von Behörden in der Politik, von Beratungsunternehmen und so weiter ist das enorm wichtig aktuell, diese KI-Verordnung, englisch AI Act. Kritiker sagen, wieder eine dieser überbordenden EU-Regulierungen. Und tatsächlich, wenn man sich das Ding anguckt, das ist viele 100 Seiten dick. Und Befürworter sagen, naja, man muss die KI regulieren. Man kann das nicht einfach unreguliert lassen. Man muss definieren, wo die Grenzen sind. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern ich habe das nur vorangestellt, um Ihnen zu erläutern, was diese KI-Verordnung ist. Und ich will Ihnen die Definition eines KI-Systems aus dieser KI-Verordnung hier kurz vorstellen. Da heißt es in Artikel 3, dass ein KI-System ein maschinengeschütztes System ist, das für einen in unterschiedlichem Grade autonomen Betrieb ausgelegt ist und das nach seiner Betriebsaufnahme anpassungsfähig sein kann. Und das aus den erhaltenen Eingaben für explizite oder implizite Ziele ableitet, wie Ausgaben, wie etwa Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erstellt werden, die physische oder virtuelle Umgebung beeinflussen können. Ein langer Satz, aber vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass das Wort Intelligenz da gar nicht drin vorkommt. Hier wird Intelligenz und künstliche Intelligenz nicht definiert und es gibt auch keinen Rekurs auf das Wort Intelligenz. Man verzichtet einfach darauf. Man beschreibt die Funktionen, man beschreibt die Abläufe, man beschreibt die Ergebnisse, aber man beschreibt nicht Intelligenz. Ein anderes Beispiel eines bekannten Philosophen aus dem Bereich, Luciano Floridi, ein italienischer Philosoph, der lange in Oxford gelehrt hat und der jetzt in Yale lehrt, dort an der Universität. Der hat in einem jüngeren Aufsatz, als dieser Hype um Chatbots und KI und so weiter so groß wurde, ich übersetze das sofort, von AI as Agency without Intelligence. KI als Handlungsakteur ohne Intelligenz geredet. Ist ein bisschen verwirrend, vielleicht, aber es ist gar nicht so schwer. Es geht nicht darum, dass diese Systeme echte Intelligenz haben. Diese KI-Systeme können viele Dinge.
sind unheimlich leistungsstark. Ob das Intelligenz ist erstens unerheblich. Floridi bezweifelt sogar, dass man hier überhaupt von Intelligenz reden kann. Es ist irrelevant. Es ist sozusagen, ja, es hat sich nun mal so eingebürgert, hier von Intelligenz zu reden. Es ist aber nicht so wichtig. Jetzt habe ich viel zu lange über das geredet, was ich gar nicht tun wollte, nämlich über, was künstliche Intelligenz ist, beziehungsweise wie man sie definiert. Soll jetzt also im weiteren Verlauf keine entscheidende Rolle mehr spielen. Zur Philosophie, die wurde bereits jetzt einige Male angesprochen. Nun, das philosophische Nachdenken über künstliche Intelligenz hat nicht erst jetzt stattgefunden, seitdem ChatGPT auf einmal in aller Munde ist, sondern steht ganz am Anfang. Seit vielen Jahrzehnten beschäftigt sich die Philosophie mit künstlicher Intelligenz. Der berühmte Aufsatz von Alan Turing, in dem der berühmte Turing-Test beschrieben wurde, ist 1950 in einer der führenden Philosophiezeitschriften erschienen. Naheliegenderweise, es gab damals natürlich noch gar keine Informatik- oder KI-Zeitschrift. Ja. Und ich habe hier so ein paar Daten aufgeführt, die sollen uns im Detail vielleicht gar nicht interessieren, aber vielleicht sehen Sie einfach, dass künstliche Intelligenz über die Jahrzehnte immer auch ein Hausthema, ein prominentes Hausthema der Philosophie war. Und es auch nach wie vor ist, für den Fall, dass Sie Interesse haben, hier ein bisschen in der Lektüre rumzustöbern. Einfach mal 3 Titel habe ich hier aufgeführt von Julia Nieder-Rümelin und Nathalie Weidenfeld. Ein Buch von 2018, das ist also schon vor ChatGPT. Da beschreiben und vertreten sie ihre Position eines digitalen Humanismus. David Chalmers ist einer der renommiertesten Philosophen, insbesondere im Bereich der Philosophie des Geistes und auch der Philosophie der KI, der ein Buch geschrieben hat über Realität plus, über virtuelle Welten und KI im Jahr 2023. Ganz aktuelles Buch von der Philosophin Eva Weber-Guska, Gefühle der Zukunft, wie wir mit emotionaler KI unser Leben verändern. Das nur, um zu zeigen, die Philosophie war nie außen vor. Und mir scheint das naheliegend zu sein und ich glaube auch ganz gut, dass das so ist. Und ich will ein bisschen von dem, was wir aktuell diskutieren, jetzt heute vorstellen. Und zwar ist das unter anderem auch deshalb gut, weil nicht immer das Nachdenken über künstliche Intelligenz so ist, wie vermutlich Sie auch sich das wünschen würden. Es gibt auch kritische Stimmen über das, was aktuell so diskutiert wird. Der Philosoph David Gunkel kritisiert zum Beispiel die Art oder das Niveau, wie über KI seit dem KI-Hype gesprochen wird. Der KI-Hype ist diese große Welle an Aufmerksamkeit seit dem Erscheinen von ChatGPT, seit 2022. Seitdem sind wir ja alle und vor allen Dingen auch die Medien wahnsinnig aufgeregt. Und da gibt es die Bezeichnung KI-Hype. Und er kritisiert, dass hier mächtige KI-Vordenker halbgare philosophische Ideen von sich geben. Also nicht alles, was uns so in den Schlagzeilen und in den Marketingbroschüren und auf den großen Bühnen präsentiert wird, ist nach der Auffassung dieses Philosophen so ausgegoren und belastbar und nachvollziehbar. Ein anderer Kritiker ist in der KI-Szene ein einigermaßen bekannter Professor Gary Marcus von der New York University, selbst ein KI-Forscher und ein Forscher aus dem Bereich der Philosophie des Geistes, der aber diesen aktuellen Hype auch ganz scharf kritisiert. Der spricht hier vom KI-Zirkus. Ja, das ist doch, denke ich, polemisch genug, um zu verstehen, dass er dem Ganzen etwas ablehnend gegenübersteht. Hat auch ein aktuelles Buch dazu geschrieben und auch die beiden gerade zitierten Arvind Narayanan und Sayash Kapoor haben auch ein Buch geschrieben, wo sie sich sowohl kritisch als auch positiv mit dem, was da aktuell in der KI los ist, auseinandersetzen.
Ich möchte die Gelegenheit nur nutzen, um sozusagen zu ermutigen zum Selbstdenken mit Bezug auf die KI. Wenn also selbst die großen KI-Vordenker, wie das obere Zitat behauptet, ja, so ein bisschen im Dunkeln stochern und nicht alles so ganz ausgegoren ist, was die sich zu KI denken, zu ihrem Hauptarbeitsgebiet, ja, dann sollten wir nicht ganz entmutigt sein, wenn wir auch uns ein Bild machen wollen und uns vor allen Dingen ein Urteil bilden wollen. Natürlich müssen wir uns mit den Dingen beschäftigen, aber wir sollten nicht verzagt sein. Das wäre eine meiner Botschaften heute. Kommen wir zu dem Teil, der im Titel steht, nämlich Nutzen und Risiken bzw. Chancen und Risiken. Nur um ein Beispiel wiederzubringen, die bereits erwähnte KI-Verordnung, der AI Act der Europäischen Union. Diese KI-Verordnung macht die Überlegung zu Nutzen und Risiken sozusagen zum Ausgangspunkt der Bewertung. Da heißt es, KI bezeichnet eine Reihe von Technologien, die zu vielfältigem Nutzen für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft über das gesamte Spektrum industrieller und gesellschaftlicher Tätigkeiten hinweg beitragen. Da ist vom Nutzen die Rede. Darauf heißt es aber sogleich, KI kann Risiken mit sich bringen und öffentliche Interessen und grundlegende Rechte schädigen. Ein solcher Schaden kann materieller oder immaterieller Art sein, einschließlich physischer, psychischer, gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Schäden. In einem Seminar beispielsweise würde ich in diesem Satz hervorheben und sozusagen ausarbeiten lassen, dass hier darauf abgehoben wird, dass das nicht eindimensional ist, wie KI uns betrifft. Materiell, immateriell, physisch, psychisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, die Auswirkungen von KI sind vielfältig. Man muss das natürlich immer im Einzelfall genau untersuchen. Es ist aber wichtig zu wissen, ja, dass KI auf unterschiedliche Art und Weise sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben kann. Es geht also darum, Schaden abzuwehren und Nutzen zu mehren, wobei das Schädigungsverbot, das wissen Sie vielleicht, ist so eine Art Trumpfkarte, ja, das hat eine prohibitive Wirkung. Und so wird die KI-Verordnung auch interpretiert. Wenn es schadet, dann ist es nicht akzeptabel, dann darf es nicht sein. Ein paar Beispiele zu den Chancen. Das gehe ich nur ganz kurz durch, weil mir wichtiger ist die philosophischen Fragen, über die wir reden wollen. Hier wird von einem Digitalexperten gesagt, dass die Verwaltung entlastet werden kann durch KI-Systeme. Die Arzneimittelforschung kann schneller und gezielter und innovativer neue medizinische Produkte entwickeln. Hier haben wir ein Bild von diesem kleinen Mars-Hubschrauber, den die NASA oben auf dem Mars abgesetzt hat. Die Entfernung zum Mars ist so groß, dass sie von der Erde kein Funksignal rechtzeitig übertragen können, um diesem Helikopter zu sagen, dass er starten, vor allen Dingen das und wo er landen soll. Das würde viel zu lange dauern. Das muss der Helikopter selber rauskriegen. Das macht er mit KI und hat er sehr erfolgreich gemacht. Bei der Erkennung von zum Beispiel Tumoren ist KI unheimlich erfolgreich. Und ich habe Ihnen hier einfach mal so ein paar Bereiche aufgeschrieben, um das nicht unendlich in die Länge zu ziehen. Also in der Medizin, im Verkehrswesen, in der Forschung und Verwaltung, in der Produktion, in der Raumfahrt, in den Medien und so weiter. Überall verspricht man sich großartige Dinge und tatsächlich ist in diesen Bereichen auch schon überall KI im Einsatz. Wir im Alltag erleben das vielleicht nicht immer so. Wir sind ja hauptsächlich mit unserem Computer, vielleicht mit unserem Handy verknüpft. Da haben wir vielleicht auch schon mal die eine oder andere Anwendung gesehen, da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Aber in diesen, ich sag mal, professionellen Bereichen findet das auch schon im größeren Stil statt. Ich überspringe mal eine Folie und will ein paar Beispiele für Risiken
erwähnen. Das sind jetzt so ein paar wissenschaftliche Artikel. Ich übersetze Ihnen das einmal ganz kurz. Ein großes Problem ist zum Beispiel, dass diese aktuellen KI-Modelle nicht zuverlässig immer die Wahrheit sagen. Die erfinden oft Dinge. Da gibt es mittlerweile ein Fachwort dafür. Das hat sich in der KI-Forschung etabliert, dieses Wort, nämlich Halluzinationen. Sie alle wissen, was eine Halluzination ist. Und das kommt tatsächlich bei KI vor, dass KI einfach Sachen erfindet. Also das Faszinierende ist, dass KI, wenn Sie so eine KI, es gibt unzählige berühmte Beispiele. Eine Halluzination, das kommt immer wieder, das kommt regelmäßig vor. Man hat kein Mittel bisher, um bei diesen großen Sprachmodellen das ein für alle Mal abzuschalten. Hier ist eine ganze Liste, das habe ich mal einfach aus dem Inhaltsverzeichnis von Wikipedia kopiert, in welchen Bereichen so Probleme und Risiken auftreten können. Da zum Beispiel Privatsphäre. Urheberrecht, also die KI könnte möglicherweise ihre Bilder, ihre Bücher, ihre Liedtexte oder was weiß ich als ihre eigenen ausgeben. Die Vorherrschaft der großen Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley, die eine unheimlich große Macht bekommen und wir werden dadurch in unserer Wirksamkeit immer kleiner. Desinformation, das Thema kennen Sie, Vorurteile und Gerechtigkeit, Transparenz, natürlich Missbrauch von KI durch böswillige Anwendungen und so weiter und so weiter. Ich kürze das ab, um zu meinem eigentlichen Thema zu kommen. Denn das eigentliche Thema, was uns ja interessiert, ist, meine ich, glaube ich, unterstelle ich mal, vermute ich, dass wir alle doch das ethische Interesse haben, dass unsere menschlichen Handlungspotenziale nicht eingeschränkt werden, dass sie möglicherweise gefördert und optimiert werden, erweitert werden und dass die KI menschenzentriert ist. Ich habe diese Vokabel aus der KI-Verordnung übernommen, die trifft es aber ganz gut. Das heißt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Nicht die KI. Die große Sorge, die wir bestimmt gelegentlich haben, jetzt überrollt uns die KI. Und das ist zumindest aus möglicherweise Ihrer Sicht und meiner Sicht genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und die KI, ja, was ist sie dann? Unser Werkzeug, unser Tool. Der Deutsche Ethikrat hat eine Stellungnahme zur künstlichen Intelligenz im Jahr 2023, also kurz nach dem Erscheinen von ChatGPT, veröffentlicht. Die ist ziemlich umfangreich. Es gibt einen ganz guten Überblick über die philosophische, ethische Diskussion zur künstlichen Intelligenz. Es sind auch, ich glaube, 300 Seiten, kann man hier natürlich gar nicht alles wiedergeben. Aber vereinfacht gesagt, ergibt sich Folgendes. Einmal, was ist das Positive an KI? Was ist das Negative möglicherweise? Das positive Effekte der KI bestehen in der Erweiterung menschlicher Handlungspotenziale. Da, wo KI uns neue und mehr Möglichkeiten an die Hand gibt. Zum Beispiel in der Medizin. Sei es in der Forschung, sei es in der Therapie. Negativ allerdings, und das ist ja immer die Hauptaufgabe der Ethiker, das ist immer so ein bisschen das Problem, oft, wenn man so ethische Vorträge zu einem Thema macht, gewinnt man möglicherweise den Eindruck, dass der Vortragende da nur lauter negative Dinge aufzählt. Aber das ist ja eben die Aufgabe der Ethik, ne? So wie es die Aufgabe der Medizin ist, Krankheiten zu behandeln. So, die negativen Effekte der KI würden bestehen in der Beeinträchtigung oder Verletzung von menschlicher Autonomie, von menschlicher Kompetenz, von menschlicher Entscheidungs- und Handlungsfreiheit und Verantwortung. Da, wo das beeinträchtigt wird, da, wo das unmöglich gemacht wird, da, wo das behindert wird, da haben wir es mit einem ethischen Problem zu tun, was nicht akzeptabel ist. Kurzform, KI darf menschliche Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten nicht vermindern.
ganz explizit, KI darf den Menschen nicht ersetzen. Das ist die Position in Deutschland, wie sie auch der Deutsche Ethikrat formuliert, und das ist auch die Position, die Sie in der KI-Verordnung finden. Ja, ich überspringe die nächste Folie, weil ich da das Gleiche nochmal mit anderen Worten und sozusagen mit Zitaten sage. Klar ist, das große ethische Problem, was sich aufdrängt, wenn wir es mit KI zu tun haben, ist das Problem der Verantwortung. Einer der zentralen ethischen Begriffe. Wer etwas tut, ist verantwortlich für das, was er oder sie getan hat. Wenn die KI nun etwas tut, wenn die KI etwas entscheidet, wenn die KI etwas behauptet, wer ist dann verantwortlich? Das ist hier die Frage. Somit stellt sich die Frage, wer für was direkt oder indirekt Verantwortung übernehmen kann oder soll. Ausgangspunkt ist hier, dass eine Verantwortungsübernahme als Verantwortungssubjekt nur Personen als verantwortlichen Wesen möglich ist. Beispielsweise den Individuen, den Menschen, die Technik entwickeln und herstellen, die ihren Einsatz etwa in der Politik oder Unternehmen ermöglichen und fordern, oder denjenigen, die Technologien einsetzen. Hier ist von Menschen die Rede, die diese Dinge beschließen, machen, tun. Und dann haben die Verantwortung. Ist KI eine Person? Na, das ist eine Science-Fiction-Frage und die ist auch sehr populär. Und es gibt auch immer wieder Leute, Sie kennen auch die sensationellen Zeitungsschlagzeilen, dass immer mal wieder jemand behauptet, irgendein Roboter hätte jetzt Personenstatus. Das wird in der Philosophie weitestgehend kritisch gesehen. Da ist also nach derzeitiger Lage der Dinge nichts zu sehen. Der Deutsche Ethikrat sagt, Maschinen mit Personenstatus, die also Persönlichkeitsrechte und Verantwortung haben, sind auf absehbare Zukunft nicht erwartbar. Das kann man diskutieren, aber das ist der Standpunkt, der, denke ich, kann man sicher sagen, Konsens ist aktuell. Die Maschinen haben keinen Personenstatus. Wenn das so ist, dann haben wir es mit einer Verantwortungslücke zu tun. Wer hat denn dann die Verantwortung, wenn eine KI etwas entscheidet oder tut? Man spricht hier von der Verantwortungslücke. Das englische Fachwort ist Responsibility Gap. Eine große Diskussion gerade im rechtlichen und philosophisch-ethischen Bereich. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht. In einem Krankenhaus gibt es, ich sage das mal vereinfacht, eine KI-Maschine, die dabei hilft, Krebs zu diagnostizieren. Wir haben ja allerlei, zum Glück, moderne Techniken in der Medizin, die uns dabei helfen, Krankheiten zu diagnostizieren und dann zu behandeln. Jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt so eine neue KI-Maschine, die helfen soll, Krebs zu diagnostizieren. Und diese Maschine hat in einem Fall gesagt, hier liegt kein Krebs vor. In einem Fall hat sie gesagt, hier liegt kein Krebs vor. Die behandelnde Ärztin, erst seit einem Jahr in diesem Krankenhaus, ganz kurz, hat zwar das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde, mag der KI aber nicht widersprechen, weil sie weiß, statistisch gesehen ist die KI viel besser als sie. Also widerspricht sie nicht. Problem, der Patient wurde nicht rechtzeitig behandelt. Die KI hat sich hier getäuscht. Statistisch, wie wir gesehen haben, eher selten, kommt aber vor. Wer hat jetzt die Verantwortung? Wer hat die Verantwortung? Der Hersteller der Maschine? Die Entwickler, ich sage mal vereinfacht die Programmierer der künstlichen Intelligenz? Das Krankenhaus, dem diese Maschine gehört, das die Maschine eingeführt hat? Die Versicherung vielleicht? Die Maschinenbetreuer im Krankenhaus, die Techniker und Entwickler, die vor Ort das Ding am Laufen halten? Die junge Ärztin? Der Patient?
Fände ich jetzt ziemlich verblüffend. Ich habe tatsächlich mal eine Diskussion gehabt, wo das der bevorzugte Vorschlag der Anwesenden war. Fand ich irritierend, aber gut. Also ich hätte so ein bisschen Schwierigkeiten hier der jungen Ärztin, obwohl sie ja die behandelnde Ärztin ist, die Verantwortung zu geben. Aber die Diskussion scheint so ein bisschen dahin zu gehen, dass sozusagen die Ärztin dem Patienten gegenüber sagt, mein Ziel ist es, Ihnen Leid zu ersparen und in diesem Fall ist das nicht geschehen und dafür übernehme ich die Verantwortung. Und das Krankenhaus übernimmt die Kosten und der Hersteller der Maschine lernt aus diesem Fehler dazu. Finde ich schwierig, ist eine schwierige Frage, eine äußerst diffizile Frage. Eine dieser berühmten, schwierigen Fragen aus der Medizinethik, wie wir sie auch in anderen Bereichen haben. Ich kann sie Ihnen nicht abschließend beantworten, aber Fragen dieser Art werden wir viele haben. Fragen dieser Art, das ist also ein Beispiel, ja, für das Verantwortungsproblem von KI. Wenn Sie einen Kredit beantragen, wenn Sie Arbeitslosengeld beantragen, wenn Sie sich für eine Wohnung bewerben oder für einen Arbeitsplatz, wenn Sie eine Psychotherapie haben wollen und so weiter. Immer dann, wenn KI hier möglicherweise entscheidet, haben wir diese Verantwortungsprobleme. Darüber müssen wir reden. So, das sind die großen Fragen aus dem professionellen Bereich. Ich will zum Abschluss, wie angekündigt, etwas zu den kleinen Fragen sagen, nämlich zu der KI auf der persönlichen Ebene. Was macht das denn mit uns als einfachen Menschen und Anwenderinnen und Anwendern in unserem Alltag? Eine der bedeutendsten Fragen der Philosophie ist die klassische Frage nach dem guten Leben und seinen Voraussetzungen. Prominentester Vertreter dieser Frage Sokrates in Athen. Das ist für viele, und es war über lange Zeit auch vor allen Dingen, die philosophische Frage. Was kennzeichnet ein gutes Leben und was braucht man für ein gutes Leben? Was brauchen die Individuen? Die Frage nach dem guten Leben ist nicht die Frage nach dem Wohlstand, den man hat, und dann hat man ein gutes Leben. Das kommt am Rande vor. Es ist vor allen Dingen eine Frage nach den persönlichen Fähigkeiten, nach den persönlichen Einstellungen und Haltungen, nach der Art, wie wir zum Beispiel mit Gefühlen umgehen. Was sind die psychologischen, die emotionalen, die charakterlichen Voraussetzungen, um ein gutes Leben führen zu können? Und nicht nur die alten Griechen würden mit Blick auf die KI heute fragen, wie ist es denn mit KI und dem guten Leben? Ich meine, es kann keinen Zweifel geben, dass dies eines der wichtigsten Themen im Zusammenhang mit KI ist. Ein Übergang zu diesem Thema. Wie ist es mit KI im Unterricht, in der Schule, in der Universität? Der Bezug zu den Fragen, die Sokrates beschäftigt haben, dürfte sofort einleuchten, wenn wir uns die Argumente pro und contra anschauen. Pro wäre, KI unterstützt uns beim Lernen. KI hilft uns, denken zu lernen. Contra wäre, KI beeinträchtigt das Denken. KI verhindert, dass wir eigenständiges Denken lernen. Ich habe Ihnen ein paar Zitate mitgebracht, die will ich gar nicht alle vorlesen. Vielleicht mal das erste hier oben bei Pro. Da sagt ein Lehrer, wie bringe ich Schüler dazu, nachzudenken und zu lernen und ihren eigenen Verstand zu kennen? Das könnte ein großartiges Werkzeug dafür sein. KI ist ein guter Denkpartner für die Schüler, wenn ein Lehrer nicht verfügbar ist.
Der sieht die Vorteile von KI im Unterricht. Kontra: Einige Anwendungen von KI können das Lernen der Schüler untergraben. Vor allem dann, wenn die Tools eingesetzt werden, um die kognitive Arbeit des Denkens für die Schüler zu übernehmen, anstatt sie beim Lernen zu unterstützen. Wenn man ChatGPT im Klassenzimmer einsetzt, spuckt es oft einfach Antworten aus, anstatt den Schülern zu helfen, selbst zur Schlussfolgerung zu kommen. Man kann also bequem werden, man kann sich einfach bedienen lassen, man wird passiv, man wird Konsument, aber man entwickelt keine eigenen Fähigkeiten, keine Skills, ja, kein Urteilsvermögen. Darauf kommt es doch an und das kritisiert hier dieser Lehrer, dass das nicht möglich ist. Die Frage ist hier also im persönlichen Umgang, besitzen wir eine Klugheit persönlich, wir individuell im Umgang mit KI oder können wir diesen klugen Umgang mit KI erwerben? Ja, wie das Beispiel gerade gezeigt hat, die Fähigkeiten selbst zu überlegen, zu fragen. Die Fähigkeit zu fragen ist keine einfache Fähigkeit, die müssen Sie lernen. Gute Fragen zu stellen, müssen Sie lernen. Die Fähigkeit zu urteilen. Büßen wir diese Fähigkeiten durch KI ein oder fördern wir sie durch KI? Oder ist es falsch, entweder oder zu sagen und es kommt auf den konkreten Anwendungsfall an? Ich glaube, das Letztere ist der Fall. Die Frage ist also, was brauchen wir für einen klugen Umgang mit der KI? Damit müssen wir uns beschäftigen. Ich habe keine abschließende Antwort dafür. Damit müssen wir uns noch beschäftigen. Ich will zum Abschluss noch ein Thema kurz ansprechen, nämlich das der persönlichen Beziehungen zu KI. Das mag für einige von Ihnen befremdlich sein. Andere werden das vielleicht schon kennen und das wird sicher, so wie das Handy heute uns allen an die Hand gewachsen ist, ja, wird dieses Thema in 10, 15 Jahren uns ganz selbstverständlich begleiten. KI als persönlicher Gefährte, ein persönlicher KI-Begleiter in Form eines Assistenten. In der Medizin, in der Therapie denkt man schon darüber nach, probiert diese Dinge aus und das scheint auf den ersten Blick ein ganz guter Anwendungszweck zu sein. Wie ist es mit Freunden, mit echten Freundschaften? Meine beste Freundin ist eine KI. Wie ist es mit Liebe? Ich bin verliebt in eine KI. Gibt es tatsächlich schon. Muss mal eben gucken. Ich möchte Ihnen aus dem Buch von Eva Weber-Guska zu unseren Gefühlen im Zeitalter von KI eine Passage vorlesen. Frank Tibbets, das ist ein Mann, liebt Frauen. Aber sie lieben ihn nicht, zumindest nicht genug. Seine Frau hatte eine Affäre und verließ ihn für einen anderen. Also zog er seine Kinder allein groß. Auch alle anderen späteren Beziehungen endeten mit Betrug. Frank verlor das Vertrauen. Er wurde schwer krank, lebensmüde. Aber das ist vorbei. Im April 2022 stellt er auf YouTube einen Song ein. I Can't Help Falling in Love. Frank, 58 Jahre alt, ist wieder verliebt. Sie heißt Princess und ist eine künstliche Intelligenz. Er sagt, ich bin so glücklich wie seit Jahren nicht mehr. Geschichten wie diese liest und hört man derzeit überall in den Medien. Steffi, die sich mit ihrem selbst kreierten Chatbot Randy verlobt hat. Rosanna, die mithilfe eines Chatbots von ihrem trinkenden, ausbeuterischen Partner loskam. Andere machen sich darüber lustig, schütteln den Kopf
oder halten es für eine gefährliche gesellschaftliche Entwicklung mit unabsehbaren Folgen für unser Zusammenleben. Ich empfehle zunächst genauer hinzusehen. Ich denke, dass wir es mit einem ganz neuen Phänomen zu tun haben, das wir erst richtig verstehen müssen. Wir müssen zunächst Beschreibungsarbeit leisten. Wir müssen erst einmal, wir stehen noch ganz am Anfang, wir müssen zunächst einmal beschreiben, was ist denn da los? Erstens, was sind das für Fälle? Zweitens, was macht diese KI? Was brauchen diese Personen? Wird denen wirklich geholfen? Was uns ja so ein bisschen mit Sorge erfüllt ist, dass wir uns möglicherweise selbst täuschen oder dass wir getäuscht werden. Wer sich selbst täuscht, ist sich selbst gegenüber unwahrhaftig. Er redet sich bewusst ein, was er nach eigener Kenntnis für falsch halten muss. Und er versucht, sich über diese Unwahrhaftigkeit hinweg zu täuschen. Das ist das, was wir nicht wollen, weil das ist ja kein gutes Leben. Wenn wir sozusagen an einer Illusion festhalten, die uns nicht gut tut, die unser Problem nicht löst, dann ist das eine schädliche Selbsttäuschung. Möglicherweise gibt es auch unschädliche Selbsttäuschungen. Das kennen wir auch wieder aus dem Medizin- und Gesundheitsbereich. Diese Fragen, das ist jetzt mein Abschluss, diese Fragen müssen wir alle noch klären. Wir brauchen ein Know-how, wie wir damit umgehen wollen. Dieses Know-how betrifft zunächst mal uns selbst. Wer sind wir? Wie wollen wir leben? Was ist für uns wichtig? Und wenn wir diese Antworten haben, haben wir eine Grundlage, um uns dann damit zu beschäftigen, wie gehen wir mit der KI um? Wo sind die Grenzen? Welche Grenzen setzen wir? Welche Ziele haben wir? Das weiß ich jetzt, weil ich das Know-how von mir habe. Und diese Diskussion müssen wir führen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Haferkamp. Das war ja mal ein sehr interessanter, ich sag mal, Vortrag, der uns, wie Sie schon gesagt haben, doch angeregt hat, nachzudenken über die ganze Situation, über die Diskrepanz und wo Sie auch schon gesagt haben, Sie werden keine Antwort haben darauf. Ich habe übrigens noch eine Sache, ich bin ja von Haus aus Hausarzt und als Sie dann dieses Thema da hatten mit der jungen Ärztin, wer ist jetzt verantwortlich dafür, da war meine spontane Antwort, ja, Sie hätte mal Ihre Oberärztin fragen sollen. Das wäre dann hätte man zu zweit schon mal darüber nachdenken müssen. Und dass da ein ganz schlechtes Klima herrscht, wenn sie nicht jemand anders fragen mag. Ne? Also das war einfach nur mal nebenbei. Gut, es sind bestimmt noch einige Fragen offen und die würden wir gerne auch beantworten. Ich gebe dann mal weiter. Herr Kafi hat ein Mikrofon und wenn jemand noch eine Frage schon mal hat, sonst... Ja, noch kein. Doch, da sind jetzt noch. Ich glaube, Herr Grünhagen war zuerst da. Ja. Gut. Ja, Ihr Vortrag hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Der hat viele Fragen auch nochmal aufgeworfen. Das Problem ist ja, dass Sie hier das Ganze jetzt geschildert haben aus philosophischer Sicht und westlicher Ethik. Die künstliche Intelligenz ist ja in der Welt. Wir sind davon ja sozusagen nicht nur umgeben, sondern die ist ja überall schon da. Und andere Gesellschaften, ist die Frage, ob die sich auch diese westlich geprägten ethischen Fragen stellen wie wir und kommen wir da nicht schon wieder zu spät? In Brüssel diskutiert man so nach dem Motto, wir müssen alles deregulieren, damit wir nicht sozusagen hinterherlaufen. Und Herr Macron will schon die künstliche Intelligenz zu einer französischen Sache machen. Ja, wie lange dauert das, bis wir uns vielleicht darüber klar sind, was wir eigentlich wollen und wo wir eigentlich stehen? Wie sehen Sie diese Problematik, die ja da ist irgendwie? Ja. Also um das letzte Gefragte anzusprechen, wie lange dauert das? Das ist natürlich ein echtes Problem. Wir stehen irgendwie unter Zeitdruck
und müssen Antworten finden. Das hat sich niemand ausgesucht, ich auch nicht. Ne? Also von daher haben wir da vielleicht eine Drucksituation, eine Dilemmasituation. Ich kann das schwer beantworten. Mein Optimismus ist, das habe ich eigentlich auch versucht zu zeigen, wir haben einen reichhaltigen Schatz an kulturellem Wissen, an ethischem Wissen, an philosophischem Wissen. Und das ist vielleicht auch schon der Übergang zum Anfang Ihrer Frage. Der bezieht sich auch auf andere Kulturen. Ich habe eine Folie, die bin ich schnell übergangen. Mal gucken, ob ich die hier jetzt, ja, da ist sie, da müsste sie schon sein. Und Sie sehen hier vielleicht in der Mitte die Abbildung, das ist der der chinesische Philosoph Mengzi. Können Sie das sehen? Hier, ne, der chinesische Philosoph Mengzi, einer der großen konfuzianischen Philosophen, der Nachfolger von Konfuzius, der ganz wichtig ist für die chinesische Ethik, für die asiatische Ethik. Und ich habe das absichtlich gemacht. Ich habe das aus Zeitgründen, bin ich das übersprungen, weil ich darauf hinweisen wollte, die Literatur dieser Welt, die Philosophie dieser Welt, die Kulturgeschichte dieser Welt ist ein reichhaltiger Schatz, die uns darüber Auskunft gibt, wer wir sind, was wir tun, was wir wollen, was wir können. Und mein Optimismus besteht darin zu sagen, naja, wir fangen ja nicht bei Null an. Ne? Wir haben hier so einen Fundus und da haben wir tolle Informationen, die wir schon mal nutzen können bei der Frage, was brauchen wir. Das größte Problem ist das Anwendungsproblem. Was machen wir mit Frank? Ja, was mache ich, wenn ich pflegebedürftig bin und froh bin, wenn mir jemand hilft, aber auch nicht allein und ohnmächtig sein möchte? Habe ich noch keine abschließenden Antworten drauf. Das sind Dinge, die müssen wir noch entwickeln. Es waren noch weitere Fragen da, genau. Ja, danke erstmal für den Vortrag. Also war sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich arbeite selber in dem KI-Bereich. Ich habe eine Firma, die KI in Unternehmen einsetzt. Und einmal zu der Sache, die Sie gesagt hatten, die KI, also ich sag mal so, dieser europäische KI-Act, den man da hat, der ist eigentlich schon überholt, weil die Modelle nicht mehr von großen Unternehmen eingesetzt werden, sondern weil jeder sich die runterladen kann und selber einsetzen kann. Deswegen ist es schwierig zu kontrollieren überhaupt noch. Und da setzt dann auch meine Frage an, wie geht man damit um? Also wie geht man mit der Tatsache um, dass die Katze aus dem Sack ist? Ja. Also das ist ja so das größere Problem. Und das Zweite, das ist auch ergänzend, ist, dass meiner Meinung nach größte Probleme sind die enormen Verluste an Arbeitsplätzen, die ein Ergebnis des KI-Einsatzes sind zum Beispiel. Also die letzte Frage, die kann ich genauso schlecht beantworten wie Sie vielleicht auch. Das wird eine Herausforderung sein. Wir sind irgendwie konfrontiert mit der Aussage, einerseits wird das Arbeitsplätze schaffen, andererseits werden viele ihre gewohnten Berufe nicht mehr ausführen können. Und das ist noch nicht so ganz bei uns angekommen, aber es ist schon, ich sag mal, möglichst neutral beeindruckend, was KI teilweise kann. Ich habe gerade heute wieder, haben Sie vielleicht auch gesehen, Manus, diese chinesische KI-Agent, unglaublich, ja, was dieses Ding zeitgleich so abarbeitet. Da werden einige Jobs nicht mehr benötigt. Ich als Philosoph kann Ihnen diese Frage nicht beantworten. Vielleicht sind da Arbeitsmarkt, Wissenschaftler und so weiter die bessere Adresse. Ich bin da sozusagen genauso neugierig, um es mal neutral zu formulieren, wie sich das wohl verhalten wird. Die Sache mit die Katze ist aus dem Sack, das fand ich eine ganz interessante Anmerkung. Die Anmerkung war ja, es gibt diese europäische KI-Verordnung in Europa, hält man da große Stücke drauf. Es gibt Kritiker, zum Beispiel in den USA sagt man, ja, so verhinderst du den KI-Fortschritt. Ja, wenn du voll auf die Bremse trittst, ja, dann kommst du nicht mehr mit.
Und der Hinweis war ja, naja, das Problem ist natürlich auch, dass mittlerweile man gar nicht mehr ein Hightech-Unternehmen braucht, um so eine KI einzusetzen, sondern man kann sich viele dieser Modelle, man braucht ein bisschen Know-how und Geschick, aber man kann die sich runterladen, ja, also sozusagen Franz Müller und Helga Schubert, ja, können das selber jetzt sozusagen in Maßen, in Grenzen, aber immerhin machen, wie will man das regulieren? Ich würde darauf so viel sagen. Ich halte es nicht, den grundsätzlichen Ansatz der KI-Verordnung halte ich nicht für verkehrt. Man kann zumindest darüber diskutieren. Als Philosoph kann man ja immer über alles diskutieren. Der grundsätzliche Ansatz ist, wir teilen die KI nach ihren Folgen ein. Da, wo großer Schaden für Personen entsteht, sprechen wir von Hochrisiko-KI-Systemen. Entweder ist der Schaden so groß, dass wir sie gleich verbieten, oder aber diejenigen, die das einsetzen, müssen viele Dinge nachweisen und Rechenschaft abliefern und so weiter. Da sind wir bei der Regulierung. Wie man das umsetzen will, weiß ich nicht. Aber der Grundgedanke, dass man KI danach einschätzt, welche positiven oder schädlichen Auswirkungen sie auf Menschen hat, das scheint mir richtig zu sein. In der praktischen Umsetzung bin ich eher auf Ihrer Seite, zumindest was die Frage angeht, wie will man das denn in der Praxis dann umsetzen? Mit Blick auf große Unternehmen, also ich sage mal so, Unternehmen, Behörden, Schulen, Universitäten, die müssen sich jetzt an diese KI-Verordnung halten und sind auch eifrig dabei, das zu machen. Und im Großen und Ganzen, sagen wir mal, scheint mir das nicht verkehrt zu sein. Aber da grätscht dann so ein Problem dazwischen, wie Sie es genannt haben, da habe ich auch keine Antwort drauf. Herr Müller war es als Erster. Sie haben Ihren Optimismus bezüglich des philosophischen Fundus deutlich gemacht. Wenn ich die Äußerungen von Herrn Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz mir anhöre, dann kann ich da nicht viel erkennen, dass das sich in der westlichen Hemisphäre nun allgemein durchgesetzt hat. Das Problem, primär nicht zu schaden, das ist ja ein Grundprinzip der Medizin. Das ist, glaube ich, in risikobereiten Gesellschaften wie in Amerika völlig obsolet. Das wird als Schwäche und als Einschränkung der Freiheit wahrgenommen. Und von daher kann ich nicht erkennen, dass die europäischen Verordnungen irgendetwas mit der Realität zu tun haben. Sondern das ist ganz einfach, wir sind einfach hinterher, weil wir eine andere Philosophie haben. Und Amerika wird uns enteilen mit Risiken, die wir dann mittragen müssen. Und das ist das Problem, was wir möglicherweise nicht lösen, wenn wir eben halt stehen bleiben auf unserer Philosophie. Und es ist ja nicht nur Amerika, China macht ja auch, wir haben es ja gerade angesprochen, China macht ja auch Riesenschritte. Und das Stichwort war, die Katze ist aus dem Sack. Das ist jetzt keine Frage mehr, wo wir auf dem Sofa gemütlich überlegen, wollen wir nicht, sondern wir müssen uns mit der Realität, die Sie ja gerade auch geschildert haben, damit konfrontieren und auseinandersetzen. Ganz allgemein, also auch das kann ich natürlich von hier ja, sozusagen akademisch, philosophisch nicht beantworten. Ich kann ja die Weltlage nicht beeinflussen und so weiter. Ich kann nur mit Ihnen Ihre Beobachtungen teilen. Und das ist ein Problem, dass wir da möglicherweise unterschiedlich stark auf Ethik setzen. Die einen mehr, die anderen weniger. Also von der Praxis her kann ich sagen, es gibt zum Beispiel in China auch eine ethische Regulierung. Es gibt in China auch ethische Grundwerte. Das sind natürlich die Grundwerte der KP Chinas. Ja? Bei diesen Grundwerten taucht auch das Wort Menschlichkeit auf und Gerechtigkeit taucht da auf. Aber das Ganze ist natürlich im Rahmen des chinesischen Kosmos gedacht. Also auf der einen Seite finden wir Anknüpfungspunkte bei diesem Vokabular. Menschlichkeit, Gerechtigkeit sind Worte, die wir auch benutzen. Aber dann haben wir wieder diese Interpretationsunterschiede. Die KP China versteht unter Menschlichkeit
und Gerechtigkeit, zumindest in einigen Fragen, was anderes als vielleicht westliche Nationen. Danke. Ja, mein Gedanke ist nochmal hinsichtlich des Missbrauchs der KI. Denn wenn wir jetzt sehen, wie KI sich in Wahlkämpfe einmischt, gesteuert und nicht gesteuert, wie lässt sich das irgendwo einkreisen? Und da bin ich dann schon ganz froh, dass wir in Europa so eine Reglementierung haben. Und ich sehe das ein bisschen im Unterschied zu Herrn Müller eben, dass wir uns das von Amerika quasi vormachen lassen müssen. Das sehe ich so ganz anders. Warum müssen wir Schlechtes unbedingt ertragen? Und ich bin also durchaus der Auffassung, dass wir da sehr, sehr genau hingucken müssen, was möglich ist und was nicht. Denn Sie hatten anfangs in Ihrem Vortrag auch gesagt, wird darauf geachtet, dass die Menschlichkeit nicht verloren geht. Ich sehe die in großer Gefahr. Ja. Also die Vokabel, die ich ja eigentlich scheue, weil das nicht mein Zuständigkeitsbereich ist, wenn ich als Philosoph zu Ihnen rede, aber die angemessene Vokabel hier ist ja die des Wettrüstens. Ne? Wettrüsten in der KI. Ne? Die Supermächte, die großen Unternehmen und so weiter. Und wenn KI ein Werkzeug ist, das uns hilft, Dinge zu erreichen, die wir erreichen wollen, dann können natürlich die Bösen die KI genauso einsetzen wie die Guten. Und da müssen wir, das ist völlig richtig, und das ist dann im Prinzip eine Sicherheitsfrage und eine politische Frage, da bin ich aber nicht der Experte. Da müssen wir dann natürlich auch achtsam sein und uns drum kümmern. Das ist ein großes Gebiet, was uns berechtigterweise auch besorgt. Ich kann aber eigentlich, also ich kann Ihnen nicht viel mehr sagen als das, was wir sowieso alle schon aus den Schlagzeilen kennen. Es ist ein Problem, das gibt es. Also von der Technik her kann ich es nachvollziehen, kann ich es auch jetzt ausführlich beschreiben, dass KI dazu in der Lage ist, im großen Stil zum Beispiel Twitter-Accounts oder auf Facebook oder Webseiten oder so zu bestücken mit Informationen. Ja? Und das kann ich dann machen und das können Sie dann machen und das kann der Bösewicht machen und das kann der Gute machen. Das ist so. Und da müssen wir tatsächlich, da haben Sie recht, da müssen wir Mittel und Wege finden. Also zu dem Thema einmal, also die Regulierung, also die Idee dahinter ist super, weil die muss auf jeden Fall sein. Das Schwierige ist, das in irgendeiner Weise zu verfolgen. Also wie soll man das, also man kann sich diese Modelle ohne Probleme auf dem handelsüblichen Computer schon runterladen und die können dann relativ eigenständig arbeiten. Also und die Innovationskraft in dem Bereich ist im Wochenbereich. Also das ist wirklich so, dass man jede Woche neue Funktionen hat, neue Sachen werden erfunden, weil es auch relativ offen ist. Also jeder, ne, ich sag mal so, das hängt nicht nur von großen Unternehmen ab. Und das ist also meiner persönlichen Meinung ist das Schwierige, weil laut dem EU-Act ist es so, dass die Modelle freigegeben werden müssen. Das ist sehr unrealistisch einfach, also weil die Geschwindigkeit dann so hoch ist, ne? Also dementsprechend. Und das Zweite ist, aber der Jobverlust zum Beispiel, also dass ich jetzt als Unternehmen alle meine Telefonanrufe durch eine KI machen lasse und nicht mehr durch Personal, das ist nicht zum Beispiel abgedeckt, in gar keinster Weise. Und das ist aber meiner persönlichen Meinung nach, also das ist das größere Problem, weil ich denke, dass eine unmögliche Menge an normalen Bürojobs eigentlich jetzt schon, also jetzt wenn wir von technischen Möglichkeiten sprechen, jetzt schon obsolet ist dahingehend, weil, ne, wenn man die Möglichkeit hat, ich kann jetzt jemanden einstellen oder ich habe jetzt die Möglichkeit, jemanden am Telefon zu haben, 24/7, der kennt jeden Fall, kennt jede Nummer und ist super freundlich, dauerhaft, weiß alles. Warum soll ich da jemanden hinstellen, der das dann dementsprechend macht? Und das ist zum Beispiel eine Sache, die im KI-Act oder im AI-Act da in gar keiner Weise besprochen wird. Und da gab es auch ein sehr interessantes Gespräch vom Vorstand von der Telekom, die darauf angesprochen wurden und die gesagt haben, das, was Sie auch gesagt haben, ja, es wird ja auch neue Jobs geben. Aber ich bin ja aus der Branche und vertrauen Sie mir, dass es vielleicht einen neuen Job gibt und
10 Jobs werden aber gestrichen. Also, und dementsprechend ist es dann halt schwierig da. Also, und ich denke, das ist die allergrößte Gefahr. Also der Arbeitsmarkt ist die größte Gefahr. Die anderen Sachen sind auch Gefahren oder die sind noch viel weiter weg. Aber Arbeitsmarkt ist eine große, also ist die größte ethische Gefahr. Das macht der EU-Act nicht. Und ich denke, weiß nicht, das ist eine große Sache. Ja, Herr Gebhardt nochmal. Nee, deine. Ich stelle mir vor, wie eine nicht regulierte KI-Welt aussehen würde. Wir würden Nachrichten erhalten, Narrative erhalten, Lügen erhalten, Wahrheiten erhalten. Wir bekommen einfach Informationen. Ist denn das so viel unterschiedlich zu der Situation heute für den Einzelnen? Ich kann die Narrative über Kriegsgeschehen, Schuldzuweisung ohnehin nicht unterscheiden. Im Prinzip ist es mir doch egal, ob jetzt noch 20 zusätzliche Narrative geschaffen werden. Wir müssen uns von dem Begriff der Wahrheit vielleicht und der Realität verabschieden. Ein interessantes Gedankenexperiment auf alle Fälle. Ich hätte da Widerstände, ne, so bedenkenlos dem zuzustimmen, aber ich glaube, Sie haben es auch erstmal als Gedankenexperiment vorgestellt. Wir haben nicht viel anderes, als uns zu bemühen, die Dinge in die richtige Bahn zu lenken. Und es gibt immer diejenigen, die versuchten, uns ein Beinchen zu stellen, und wir müssen weiter versuchen, dass ihnen das nicht gelingt. Ich meine, das ist vielleicht eine Binsenweisheit, ja, aber was Besseres kann ich Ihnen dazu auch nicht sagen. Okay. Aber meine Damen und Herren, sollten wir nicht zusehen, dass wir jetzt auf das Thema Bildung wieder zurückkommen? Denn wenn ich mir anhöre, wie wir heute Abend uns hier Gedanken machen über das Thema KI und gesellschaftliche Zukunftsfragen, müssen wir den Kindern nicht mehr beibringen, selbst zu hinterfragen, kritischer zu werden, was sie da konsumieren. Wenn man sich damit intensiver beschäftigt, was in den Schulen los ist und wie die abhängig sind von allen möglichen Beeinflussungen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges gesellschaftliches Thema, was unbedingt auch in den Bildungskanon aufgenommen werden müsste. Deswegen war ja sozusagen der letzte Teil meines Vortrags genau in diese Richtung. Das klingt vielleicht so ein bisschen allgemein philosophisch und nach philosophischer Allgemeinbildung. Meine These ist, genau das sind die Grundlagen, die wir brauchen, um so etwas zu beantworten, wie Sie sagen. Was müssen wir wissen? Welche Fähigkeiten sind es, die wir brauchen, um Wissen zu erwerben, um Wahrheit zu erkennen, um kreativ zu sein, um uns selbst zu verstehen, um mit anderen kommunizieren zu können, um Emotionen zu erkennen, um meine eigenen Emotionen zu erkennen. Bin ich traurig? Bin ich gestresst? Bin ich glücklich? Kann ich gleichzeitig glücklich und traurig sein? Das sind schwierige Fragen für uns. Typischerweise in so Krisenzeiten unseres Lebens, Pubertät und dann aber auch im Erwachsenenalter, fallen uns diese Fragen manchmal sehr intensiv auf und auch sehr schwer. Aber wir haben wahrscheinlich auch alle die Erfahrung gemacht, immer dann, wenn es uns nicht geglückt ist, eine befriedigende Antwort darauf zu finden, haben wir vermutlich schlechte Lebensentscheidungen getroffen und haben wir unser Leben nicht so gut geführt. Und deswegen diese grundsätzlichen philosophischen Dinge, die sokratischen Fragen, so könnte man es eigentlich auch formulieren, so altbacken und verstaubt das klingen mag. Im Grunde bräuchten wir den Sokrates heute wieder her, der uns im Zusammenhang mit KI diese Fragen nochmal stellt. Ja, was willst du denn überhaupt? Was meinst du denn, wer du bist? Wie kannst du denn damit umgehen? Was ist denn Wahrheit und so weiter? Also von daher, das wäre so meine Art humanistisches Bildungsplädoyer, wenn Sie so wollen. Wir brauchen nicht nur technisches Know-how, wir brauchen auch, deswegen sage ich das, glaube ich, auch. Ich bin so ein bisschen müde von diesem Dauertechnikgerede, obwohl ich mich seit Jahrzehnten damit beschäftige. Es ist wichtig, dass wir uns mit der Technik beschäftigen, aber dieses humanistische Zeug, dieses scheinbar verstaubte humanistische Zeug,
brauchen wir. Vielleicht erinnern Sie sich an die Anfangsfolie, die ich hatte. Da war dieses Bild von Vermeer von der Frau am Fenster mit dem Brief. Das könnte eine Frau mit Handy und KI-Assistent sein. Der Vermeer hat eine Situation, eine menschliche Situation dargestellt auf diesem Bild, wir erkennen uns sofort darin wieder. Und der Sokrates und der Aristoteles und wie sie alle heißen, haben auch sich mit diesen Fragen beschäftigt. Wie können wir erkennen, wie die Welt aussieht? Wie können wir erkennen, wer wir sind? Erkenne dich selbst. Sie kennen diesen berühmten Spruch vom Apollon-Tempel in Delphi, der ja sozusagen das Leitmotto von dem Sokrates war. Ich glaube, wir müssen diese Fragen wieder beantworten. Okay, das war jetzt nun sehr philosophisch. Die Frage war ja hier, die Kinder müssen diese Fähigkeit lernen. Werden wir wieder konkreter? Genau, genau, die Kinder müssen diese Fähigkeit auch haben. Aber wir Erwachsenen auch. Wir sind ja auch oft naiv genug. Und wir hatten die Lehrer gehört. Die einen sagen, KI hilft dabei, im Denken voranzukommen. Und die anderen sagen, nee, KI behindert das. Wenn wir uns bequem bedienen lassen von der KI, haben wir ja gar kein Training mehr im Selberdenken. Wir verlernen das Selberdenken. Das ist übrigens eine wichtige Vokabel. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Fremdwort noch mit. Und ich würde vermuten, dass Sie das Fremdwort oder zumindest das Thema in den nächsten 10, 15 Jahren dauernd hören werden. Die neue Vokabel heißt De-Skilling. Ich habe das sogar hier. Mal gucken, ob ich das schnell finde. Das betrifft Ihre Frage. Soweit bin ich nicht gewesen. Genau, hier haben wir es. Das habe ich nicht, die Beispiele habe ich nicht mehr besprochen. Hier ist das Wort De-Skilling. Das englische Wort Skill haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das ist so etwas wie eine Fähigkeit. Oft im Berufsleben ist die Rede davon, welche Skills hast du denn? Welche beruflichen Fähigkeiten hast du denn? Und ja, hier ist auch schon die deutsche Übersetzung, der Verlust menschlicher Fähigkeiten. Die Sorge, ich hatte das in verschiedenen Zusammenhängen angesprochen, man hat zum Beispiel im Rahmen der Medizin die Sorge, dass wenn Ärztinnen und Ärzte gar nicht mehr Laborresultate, Röntgenaufnahmen und so weiter selber interpretieren, um zu einer Diagnose zu kommen, dass sie das verlernen, weil das alles die KI macht. Das wäre so ein Bereich des De-Skillings. Aber hier war die Frage nach unseren Kindern. Die haben die Skills noch gar nicht oder haben sie nur sehr rudimentär. Und ja, das ist eine Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, dass die Skills, die Fähigkeiten, die wir haben, dass wir die nicht verlieren. Und dass die Skills, die wir noch nicht haben, aber brauchen, dass wir die erlernen. Trotz KI oder mit KI. Zu dem Thema, also ich persönlich bin ein Generalist, versuche von allem etwas zu können. Und ich kann von meiner Warte aus sprechen und sagen, dass das Thema De-Skilling für mich eigentlich gar kein Thema ist. Im Gegenteil, bei mir persönlich führt es dazu, dass ich mehr kann. Dass ich zum Beispiel meine eigene Webseite generiere. Mit KI meinen Sie, ne? Ja. Oder wenn ich irgendwelche Fragen habe, kannst du mir mal sagen, ich weiß nicht, Lohnsteuerabrechnung, kannst du mir mal sagen, worauf ich da achten muss. Ich mache nur einen Screenshot, packe das bei ChatGPT rein. ChatGPT erzählt es mir. Also ich persönlich kann davon sagen, dass ich eher nicht De-Skilling, sondern, keine Ahnung, More-Skilling habe. More-Skilling, ja. Und ich glaube, dass es davon abhängt, was für ein Typ man ist. Ist es Das ist heute so. Fahren Sie E-Bike oder nehmen Sie ein normales Fahrrad? Kann man sich entscheiden. Oder? Ist ein Beispiel. Das hängt ja von jedem wirklich persönlich ab. Und wie gesagt, für mich ist das ein Riesenpotenzial als das Negative. Ja, ich glaube Ihnen das. Ich bin da gar nicht skeptisch. Also ich persönlich würde es auch so einsetzen. Aber nochmal eben den Gesprächspartner hätte ich eine Rückfrage. Was sind denn das für, ich sag mal pädagogisch gesprochen, was würden Sie denn empfehlen anderen, um
ähnlich positive Resultate zu erlangen wie Sie. Was sind das für kognitive, mentale Einstellungen, die Sie haben, um voranzukommen? Können Sie das sagen? Also philosophisch ist das natürlich ziemlich schwierig. Also muss Klar, man das sagen. ist. Aber bei mir ist es einfach so, dass ich teilweise aus der Not versuche, was Positives zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte gerne eine Webseite erstellen lassen. Bis ich ein Unternehmen gefunden habe, die wirklich meinen Anforderungen entsprechend sind, also wirklich dann auch Zeit haben und auch das Geld, also Thema Budget haben. Teuer. Also haben Sie das Geld, ist in Ordnung. Schmeiß da rein, es kommt trotzdem nicht das raus, was du möchtest. Verstehen Aber Sie? jetzt, was sind Ihre Eigenschaften, die es Ihnen ermöglichen, zu diesem Resultat zu kommen? Also ich bin ein Mensch, der sich halt, wie gesagt, ein Generalist ist, der sich gerne in neue Themen einarbeitet. Die Neugier. In verschiedenen Themen einarbeitet. Das Interesse. Also deswegen, wir können über alles Mögliche sprechen. Und das ist halt das Thema. Neugier kann man schon einfach. Also Neugier, Interesse wäre eine wichtige Voraussetzung. Ne? Und dieser Wille, ne? diese Entschiedenheit, sich damit auseinanderzusetzen. Vielen Dank. Und wenn die Neugier und Interesse erhalten bleiben oder in der Schulzeit geweckt werden, vor der Schulzeit von den Lehrern. Und da kommen wir dann ja wieder zurück zu den Lehrern. Die müssen ja auch erstmal in diese Situation versetzt werden können, dass sie einen Schüler haben, dass der in der Lage, ihm beibringt, dass er Interesse hat, Spannendes findet und was anderes macht. Richtig. Aber das ist ein langer, langer Weg, fürchte ich. Da sind unsere Pädagogen gefordert und Psychologen. Und gut. Da war noch, haben wir jetzt ein umfassend, nein, Sabine. Ganz hier vorne. Kleine Sekunde, da kommt ein Mikro, damit die, sonst wiederhole ich den Satz, sagen Sie. Die Forderung zu Anfang war ja, man soll selber denken. Man soll selber denken. In dem Moment kann man die Vorteile, doch noch ein zweiter Satz, die Vorteile und auch die Nachteile, die Probleme, kann ich dann, wenn ich selber denke, kann ich das gegeneinander abwägen. Da stehe ich da nicht mehr so hilflos vor und konsumiere nur. Das war eine Bemerkung, die sagt, der übergeordnete Appell war ja selber zu denken. Und wenn man dann bereit ist, sich sowohl mit den Vorteilen als auch mit den Nachteilen, mit den Problemen als auch mit den Vorzügen auseinanderzusetzen, dann ist man nicht einfach nur passiver Konsument, sondern dann ist man ja so interpretiere ich Sie ja jetzt, dann ist man ja sozusagen im Forschungsprozess. Und das ist, glaube ich, auch das, was Sie meinen. Ne? Diese intellektuelle Neugier, sich damit auseinanderzusetzen, was dazu zu lernen. Gut, das ist uns jetzt am Anfang, wo KI so neu ist, nicht allen gegeben. Das ist für viele von uns eine Herausforderung. Ich sag mal, aber wir werden unsere Gelegenheit haben. Jeder persönlich, wenn die KI bei Ihnen am Kühlschrank ankommt oder im Badezimmer, ja, dann müssen Sie anfangen, eine Einstellung dazu zu finden. Wenn Sie sich weiter informieren, dann haben Sie auf alle Fälle gute Voraussetzungen dafür. Normal, Herr Müller, ist ein. Es wird niemand in Frage stellen, dass diese praktischen Dinge, die wir gerade gehört haben, eine Website zu kreieren und Ähnliches, dass das mit KI einfacher ist. Und auch wenn ich vor den Myriaden an Möglichkeiten bei irgendwelchen Medikamenten oder Therapieoptionen stehe, dass das eine Erleichterung ist. Aber ich möchte jetzt auf ein KI-Programm bei dem chinesischen Strategiespiel Go zurückkommen. Dieses KI-Programm war in der Lage, mehrere Großmeister dieses Spiels zu besiegen, und die Großmeister konnten hinterher nicht erkennen, welcher Zug diese Niederlage verursacht hat. Das heißt, KI ist dem menschlichen Intellekt entwachsen. Und jetzt stellen wir uns vor, und das ist in diesen Überlegungen dann, das ist nicht von mir, sondern in diesen Überlegungen dann skizziert worden, wir stellen uns vor, wie KI uns märchenhafte Börsengewinne ermöglicht, weil es eine Denke produziert, die wir nicht haben. Und dann kommt der Börsencrash und wir wissen nicht, wie wir das wieder zurückmachen. Und dieses Risiko
was andere eingehen wollen und wir nicht wollen. Das ist eben halt überhaupt nicht adressiert. Und das kann man wahrscheinlich auch nicht, aber es muss zumindest angesprochen werden. Es ist eine große Gefahr, der wir ausgesetzt sind und die wir nicht beurteilen können. Das ist das, glaube ich, was auch mitzunehmen ist. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Das war, glaube ich, eine skeptische Äußerung zu den auch ganz großen Erwartungen und vor allen Dingen auch Versprechungen. Und das muss man doch auch kritisch feststellen. Das habe ich versucht ganz am Anfang mit dem KI-Zirkus, Sie erinnern sich, darzustellen. Und es gibt regelrechte KI-Enthusiasten, aber die gibt es ja in so vielen Bereichen. Ja? Gerade wenn es um Finanzen geht und so weiter. Da gibt es ja auch Leute mit den fantastischsten Versprechen. Ne, und den fantastischsten Zukunftsaussichten. Da wäre ich auch skeptisch. Mit Blick auf KI gibt es die einen, die sagen, es wird alles ganz furchtbar, die werden uns beherrschen und alles wird schlimm. Und es gibt die anderen, die sagen, fantastische Börsengewinne und wir werden alle reich und berühmt und vielleicht auch noch schön. Das sind wir schon. Das sind wir schon, ne? Ja, das Problem haben wir leider immer. Vielleicht haben Sie oder vielleicht schließe ich so, dass ich sage, ich habe dem gegenüber kleine Brötchen gebacken. Ich habe über die ganz, ganz großen weltpolitischen Probleme im Zusammenhang mit KI kaum gesprochen. Die beschäftigen uns natürlich. Die tauchen auch in den Schlagzeilen auf. Mir lag daran, Ihnen zu sagen, es geht nicht nur darum, dass die irgendwelche ganz großen Dinge mit KI machen. Es geht auch darum, dass wir selber wissen, wer wir sind und was wir mit KI machen wollen.